Hallo, schön, dass ihr wieder bei TuS Kochtour eingeschaltet habt. Heute geht die Reise nach Indien und da gibt es bei uns leckere Chicken Vindaloo. Chicken Vindaloo ist ein beliebtes, scharfes indisches Gericht und die Vindaloo-Paste könnt ihr natürlich selber herstellen und die Zubereitung ist recht einfach. Natürlich könnt ihr es auch kaufen, aber ich zeige euch nun die Zutaten dazu. Saft von 2 Zitronen, 50 Gramm Ingwer, 3 Knoblauchzehen, 1 Esslöffel Kardamomsamen, 2 Teelöffel Curry, 1 Teelöffel Kreuzkümmel, 10 Curryblätter, dann etwas Pfefferkörner, 1 Teelöffel Zimt, 15 Nelken, 1 Teelöffel Chiliflocken und 2 Teelöffel Koriandersamen. Als erstes werde ich jetzt alle Gewürze in den Mixer geben und das Ganze zu einer Paste dann auch mixen. Zuletzt dann Zitronensaft. So. Und so sieht die Paste jetzt auch aus und jetzt werde ich es in eine Schüssel dann umfüllen. Als nächstes bereiten wir dann das Hühnchenfleisch zu und dazu benötigen wir 1 Kilo Hühnchenfleisch, 600 Milliliter Wasser, 60 Milliliter Öl, eine Chili und 1 Teelöffel Salz. Jetzt werde ich das Hühnchenfleisch in grobe Stücke dann schneiden. Und jetzt werde ich dann die Chilis fein hacken noch. Die Chilis werde ich jetzt dann zu dem Fleisch hinzugeben, dann Salz und werde das Ganze dann vermischen. Ich stelle es dann kurz zur Seite und lasse es dann 30 Minuten ziehen. Nach 30 Minuten werde ich dann das Fleisch in der Pfanne hinten dann anbraten. In die Pfanne werde ich jetzt Öl hineingeben und dann werde ich das Fleisch dann anbraten. Sobald das Hähnchenfleisch dann angebraten ist, werde ich das in eine Schüssel dann umfüllen. In der gleichen Pfanne gebe ich dann die Vindaloo-Paste hinein. Und brate das auch dann kurz an. Es duftet so herrlich. Jetzt lösche ich das Ganze dann noch mit Wasser ab. Ich gebe dann jetzt das Fleisch hinzu und werde das Ganze dann für 1 Stunde köcheln lassen bei niedrigster Stufe. So ist jetzt der Vindaloo Chicken dann auch fertig. Ich werde das jetzt noch mit etwas Salz dann abschmecken. Und werde das Ganze mit Reis servieren. Ihr könnt es natürlich auch mit Papad servieren. Papad sind so dünne Waffeln, die aus Reis, Linsen oder Kartoffelmehl bestehen. Wenn ihr wollt, schreibt es einfach unten in die Kommentare, dann werde ich dazu ein Video drehen und es dann euch hochladen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst es euch schmecken. Gebt mir unbedingt einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ja, aktiviert unbedingt die Glocke, damit ihr immer mitbekommt, wenn ein neues Video rauskommt. Also, bis zum nächsten Video auf TuS Kochtour. Tschüss!